Hallo liebe Fans von Places for You. Heute sind wir im nördlichsten Stadtteil auf der Südseite des Neckars unterwegs, in Wiblingen. Und Wiblingen liegt direkt am Neckar und ich stehe hier bereits auf dem Lieblingsplatz von meinem heutigen Gast, nämlich dem wunderbaren Paul Ripke. Guck mir in die Kamera hier. Nein! Spinnst du? Nehmen wir das auf? Ja, natürlich. Immer erstmal verunsichern. Wir sitzen hier gerade mit Paul Ripke an seinem Lieblingsplatz, dem Elisabeth-Fontanne-Platz. Genau. Erzähl mir ganz kurz, bevor du Influencer wurdest. Vielleicht, ja. Und Starfotograf, ne, das hast du so ein bisschen hinter dir gelassen. Ich weiß aber gut, du warst es ja mal. Du bist aber hier in Wiblingen aufgewachsen, richtig? Nein. In Neuenheim. In Neuenheim. Ja. Und wo habt ihr euch dann in deiner Jugend, als du hier in Heidelberg aufgewachsen bist, rumgetrieben? Was habt ihr gemacht? Wie sah es da aus in deiner Jugend? Ich war im Bunsen-Gymnasium, ganz grundlegend, und habe dann Abi im Englischen Institut gemacht, war DJ Rick im Schwimmbad Musikclub in Heidelberg. Boah, den kenne ich noch. Im Blue Fish unten. Ja. Da habe ich mich echt cool gefühlt. Und wie alt warst du da? 18, 16, 17 so ungefähr. Also du lebst jetzt in L.A.? Korrekt. Und würdest du Heidelberg dennoch noch als deine Heimat bezeichnen? Nein, ganz grundlegend ist meine Heimat gerade Amerika. Das ist so, also jetzt gerade in Corona sagt jeder Deutsche, aber jetzt kommt ihr doch zurück und jetzt und Trump nochmal und aber wir wohnen da ja. Das ist unsere Heimat. Ich habe 3 Kinder da, wir sind da hochglücklich und alles ist cool. Willst auch bleiben? Ja. Aber ich bin aufgewachsen in Heidelberg, so würde ich würde mich als Kurpfälzer bezeichnen. Wir haben euch ja schon hier aufgenommen, wie ihr in sportlicher Monitur eingeradelt seid. Mamel heißt es, Middle-Aged Man in Lycra. Warum hast du denn den Paris Souplesse Club ins Leben gerufen? Weil Darf jeder Radfahren mitfahren? lustig, ja, manchmal. Wir sind heute an dem Weingut, wo in Places for You Boulevard Boo den Platz gezeigt hat. Emmertsgrund. Ja, Emmertsgrund, genau. Da sind wir genau vorbeigefahren. Okay. Und da habe ich an euch gedacht und deswegen, man sieht Plätze, die man sonst nur bei Places for You sieht beim Fahrradfahren eben in echt sozusagen. Okay. Ja. Also ist jetzt ein Hobby, ja? Ist ein Hobby, genau. Aber ich habe das Timing noch nicht so richtig drauf, deswegen kommen wir manchmal zu spät und fahren zu langsam und haben dann doch einen Platten und haben E-Bike was Technisches, ja? Fährst du ein E-Bike? Nein, natürlich nicht. Okay. Ich glaube, es hackt. Sicher? Wir prüfen das später. Ich würde schon sagen, dass ich mein Herz in Heidelberg verloren habe, so ein bisschen. Und irgendwann kommt man doch wieder zurück, oder? Vielleicht. Weiß ich noch nicht. Das weißt du nicht. Aber man muss auch mal weggehen, Richtig. damit man weiß, was man hat. Macht das Sinn? Komplett. Komplett? Weiß ich Ich bin ganz bei dir. Okay, und jetzt hast du ja uns aber diesen Platz heute Genau. als dein Lieblingsort genannt und auch, stellst ihn ja vor. Und warum jetzt ist das hier? Weil es der coolste, also ihr seht es ja, gibt es noch Fragen hier? Das ist Okay, cool. Ja, das ist der coolste Platz Heidelbergs tatsächlich. Ja. Es war, jetzt nicht in die Richtung, in die andere. Da ist eine Baustelle gerade. Ganz grundlegend finde ich es faszinierend. Das war ein toter Platz. Hier war gar niemand vor 4 Jahren und auf einmal findet hier was statt und auf einmal sind Leute da und das fasziniert mich schon, wie so eine neue Welle an Kultur in Heidelberg gerade entsteht. Es gibt 10.000 Orte, die total schön sind gerade und die vor allem neu belebt werden. Und das finde ich echt faszinierend. Ich habe schon als Gag immer so, wir Metropolregion Rhein-Neckar, wir brauchen uns nicht verstecken hinter Berlin. Berlin ist für mich nichts. Es ist ja inzwischen tatsächlich so, dass hier wirklich ein paar Sachen sind, die einfach tatsächlich schöner sind als Berlin und auch besser sind als in der Großstadt. Und gerade sowas wie Wiblingen, was ja schon echt jetzt nicht der Hotspot war irgendwann. Und dass das auf einmal zu so einem Hotspot war und dass man dann Moskau Mule abends trinken kann, an einem lauen Sommerabend, natürlich. Und auf einmal da sitzt und hier so ein Zusammensein entsteht, finde ich total abgefahren. Jetzt haben wir ja noch ein bisschen was vor. Erstmal ein Eis. Erstmal ein Eis. Vielen Dank, wunderschön. Pari oder Perry heißt dein Label, Das ist richtig? die Frage, wie es heißt. Ja, weißt eben, du denn, wie warum heißt es? so Weil du sagst Perry. Also ich komme nicht drauf. Vielleicht kommt ihr drauf zu Hause. Ratet mit, gerne. Jetzt unten in den Kommentaren gebt einfach euren Tipp ab und wir verlosen 4 Pullis. Unter den Gewinnern, unter den richtigen Antworten gibt es 4 Hoodies von Paris zu gewinnen. Ich sage immer Paris, man kann es sagen, wie man will. Und es hat aber nichts mit der französischen Hauptstadt zu tun. So viel kann ich schon mal sagen. Oh, das ist ein guter Tipp. Paul,
vielen Dank, dass du uns heute mal deinen Lieblingsort vorgestellt hast und durch mich ja auch wieder die Liebe zur Fotografie entdeckt hast. Ja, absolut. Ja, Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Places for You war schon immer mein Jugendtraum, da mal mitzumachen. Und du hast den mir möglich gemacht. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wenn ihr natürlich auch immer informiert sein möchtet, wann denn eine neue Folge von Places for You rauskommt, dann abonniert doch bitte gerne unseren YouTube-Kanal und liked unsere Videos, wenn sie euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder am Start. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Hier unten abonnieren, da. Da. Und Gewinnspiel mitmachen. Da.